Oh, ich habe nicht gedacht, dass ein Auspuff so schwer ist. Ach du Schande. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von 911 Things to Repair. Heute geht es um die Riemenscheibe, die wir wechseln werden. Ich war schon so frei und habe mal den Auspuff ausgebaut und die Klimaanlage gelockert. Und ihr seht, ich bin am Schwitzen ohne Ende. Auspuff ausbauen und die Klimaanlage lockern, das war eigentlich nur das Vorspiel zum Riemenscheibe wechseln. Wir müssen nämlich unten ran an das Auto, um ein Blech rauszunehmen, um an diese Riemenscheibe ranzukommen, um nicht den ganzen Motor auszubauen. Ja? Und das sieht jetzt so aus. Hier unten drunter sitzt normalerweise der Auspuff, der geht da links raus und hier sind die zwei Rohre für die Heizung. Beziehungsweise die sind mit so einem Bügel hier verbunden und den mussten wir abnehmen, um an dieses Ding hier dran zu kommen. Nämlich dahinter ist nämlich die Riemenscheibe versteckt. Und jetzt müssen wir den ganzen anderen Kladderadatsch drumherum noch abbauen, damit wir da rankommen. Los geht's. Ob ich das so auch wieder da reinkriege. Okay, jetzt sind wir da, wo wir eigentlich hin wollten. Wir haben das Blech da unten rausgenommen, haben wir alles befreit. Dahinter ist die Riemenscheibe, wie gesagt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch diese Schrauben hier lösen, um dann dieses Blech abzubekommen. Und wir haben hier schon mal den Motor gestützt, weil der Motor, der hängt an diesen Schrauben da dran, an diesem Gerüst. Und wenn wir jetzt die einfach runterschrauben würden, dann wird der Motor runterkrachen und das wäre sehr, sehr schmerzhaft für mein Herz und auch für mein Geldbeutel. Sauteuer nämlich, wenn ich das kaputt machen würde. Also immer schön den Motor sichern, damit der dann da nicht runterkippt. Gib mir mal das da, dann die Stange da. Das da gemacht. Ja, das da. Kann ich das da wenigstens reinmachen? Oh Gottes Willen. Wer schraubt denn so fest? Oh, das ist ja elend. Pustekuchen 10 Minuten. Diese ganzen Schrauben, die seit 35 Jahren in diesem Motor drin stecken, die bappten so dermaßen fest, dass wir jetzt ungefähr eine halbe Stunde gebraucht haben. Aber das Grande Finale naht. Dieses Blech, das ist locker, ihr seht, kommt jetzt ab. Und dann sind wir schon unserem Corpus Delicti ganz nah. Aber schau mal den Flamsch da an, wo das dran ist. Der ist krumm. Siehst du das? Mhm. Da unten, das ist die Kurbelwelle. Das ist die Kurbelwelle, die schaut hier aus dem Motor raus. An dieser Kurbelwelle, da hängt die Riemenscheibe dran. Und diese Riemenscheibe, die hat eben immer gewackelt, weil auf der Seite hier eine Reibfläche ist und auf der anderen Seite, auf der unteren Seite, hat sich's abgenutzt. Und jetzt wäre die Idee quasi diese Reibfläche, die es eigentlich eh nicht unbedingt braucht, weil hier ist so ein Stift oder ein Loch für einen Stift, wo diese Riemenscheibe eh fixiert ist. Das heißt, diese Reibfläche ist gar nicht so dringend vonnöten. Man könnte diese Reibfläche abmachen, um das dann wieder gerade zu haben. Aber jetzt ist natürlich die Frage, kriegt man das so manuell hin, einfach das gerade zu machen, oder verhunzt man es dann noch mehr, weil man das nicht aus dem Gefühl machen kann, dass es perfekt dann ist. Ja. Und das ist jetzt die Challenge. Und da muss jetzt der Erik sagen, ob wir das trotzdem machen, uns wagen, oder ob wir es lieber sein lassen und einfach wieder draufschrauben oder irgendeine andere Lösung dafür finden. Keine Ahnung, ich muss der Experte sein. Und du meinst, es ist so manuell kaum zu schaffen? Das ist schwierig. Mhm.